Hallo ihr lieben Stiere, was darf ich eurem Kollektiv weitergeben? Was ist wichtig für euch zu wissen? Wir schauen. Hoppala, da sind mir schon 2 rausgefallen. Wir haben den Fingerhut und die Hortensie. Im Prinzip ist es so, dass man sich hier ein bisschen anguckt, welche Dinge sind noch stimmig. Wo fühle ich mich nicht geschützt? Wo ist etwas giftig in mir, in meinem Umfeld? Das ist hier so, die Dosis macht auch das Gift. Ne? Der Fingerhut ist irgendwie auch ein Herzmedikament, das weiß ich aus der Medizin. Obwohl er giftig ist, bewirkt er da etwas Gutes, also in dem Maß eben, in der Essenz. Und an sich geht es bei euch um eine sehr schöne Zeit mit Fülle, Dankbarkeit, Großzügigkeit und Wachstum. Und wir haben unterm Deck bei euch Selbstwertthemen auf jeden Fall dabei. Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz. Vom Planeten her ist das der Venus, die Venus. Und hier habt ihr sogar euer eigenes Sternzeichen mit drauf. Ne? Das ist schon mal gut. Möglicherweise habt ihr hier auch so Sachen, die in euch selbst bohren. Ja? Das kann bei Selbstwertthemen auch sein. Entweder sind es Weiblichkeitsthemen, Verstrickungen oder auch Sachen, wo man jetzt sich selbst nicht akzeptiert oder wo man kein Selbstbewusstsein hat, wo man denkt, man ist immer kleiner als die anderen. Man kann etwas nicht so gut als die anderen. Aber man arbeitet sich hier mit der Hortensie echt in eine gute Zeit, weil ihr irgendwo eine Ernte genießt. Ne? Das kann jetzt auch im beruflichen Bereich sein. Da dürften auch die Geldpolster sich wieder auffüllen. Man guckt auf die Dinge, man wertschätzt die Dinge. Man sieht auch, dass alles vergänglich ist. Und man zieht das an, was man sich selbst auch gönnt. Ne? Also dieses, ich bin zu klein, ich bin es nicht wert. Das sind natürlich alles auch Sätze, die verneinend sind, aber ich glaube, ihr spürt das dann, wo da in euch selbst noch was ist, das auch Fülle vermeidet. In der Liebe kann es ja auch sein, dass es ihr wertgeschätzt werde, dass es nette Gesten gibt, dass ihr erfüllt seid, dass ihr jemand habt, der wirklich auch ein Geschenk für euch ist oder wird. Das Herz ist wieder voll, es ist so Aufblühzeit. Ne? Man genießt seine Zeit, man wertschätzt sich gegeneinander. Und man kann das, was sich giftig oder nicht gut anfühlt, einfach mehr in der Vergangenheit lassen oder so akzeptieren, ohne dass man innerlich dran rummacht oder zerbricht. Schauen wir ein bisschen weiter. Für die lieben Stiere. So. Was ich euch hier schon sagen kann, ist, dass ihr sehr viel Selbsterkenntnis habt. Ihr löst das auf, was euch nicht klar ist, was im Nebel steht, was vielleicht auch verstrickt ist. Auch hier nehmt ihr Abstand, ne? Das sagt die Schlange hier und auch hier von irgendwelchen Situationen, wo ihr spürt, das ist nicht gut für mich, das ist unklar, da klebe ich fest. Da wird definitiv ein neuer Weg kommen, den Weg wählt ihr selber. Es kann jetzt hier auch das Gegenüber betreffen, dass man aufeinander zugeht, dass man gemeinsam Dinge entscheidet, dass man den Weg des anderen mit unterstützt.
Man sieht hier auch eine Zeit, wo ihr tatsächlich so kleinere Geschenke kriegt, Treffen habt, Möglichkeiten, euch neue Türen zu öffnen. Ihr seid ein bisschen gewarnt, dass was von außen kommt, dass ihr dem mit Klugheit begegnet. Auch da könnte die Listigkeit sein, die sich hier mit der Schlange gezeigt hat. Ne? Das sind immer Umstände, mit denen wir nicht rechnen, Sachen, die sich vielleicht so zeigen, dass sie Unsicherheiten schüren. Also auch da Trauschau wem, vor allem auch bei Sachen, die eben unerwartet sind oder ja, die ihr von euch selber vielleicht auch nicht preisgeben sollt. Ich habe die Arbeitskarte hier, die liegt sehr schön. Mit der Sonne ist es eine gute Energie. Kann ja auch sein, hier dreht sich irgendetwas für euch, was leichter ist, einfacher, kleiner. Vielleicht ein Neubeginn irgendwie, eine Minimierung von einem Stress, ein Kampf, den man innerlich mit dem Beruf hat. Und ich habe viele Neubeginne, die hier Harmonie mitbringen, auch die Familien betreffen, die berufliche Situation. Ich habe hier so Sachen, wo ihr ganz genau hinguckt, was von euren Erfahrungen ist auch so in euch selbst zurückgelassen, ne? Wo man so sagt, da trage ich mal nichts nach außen. Der ein oder andere könnte hier mit Briefen, Dokumenten, Papieren zu tun haben, vielleicht auch Sachen mit Ämtern oder Behörden. Selbstständige könnten hier auch was dazulernen, neue Möglichkeiten mit an Bord nehmen. Hier ist irgendwo auch ein Wissen, das bei euch Grenzen sprengt, über die ihr bisher nicht drüber gekommen seid. Es kann jetzt hier sein, dass verschiedene Personen auch Stress in euer Leben bringen wollen. Das sind Sachen aus der Vergangenheit, möglicherweise auch Elternthemen. Möglicherweise ist es hier auch so, dass das Umfeld sehr wichtig für euch ist, dass ihr das Zuhause, das Umfeld so schön gestaltet, dass ihr von da aus rum alles gut erleben könnt. Was ich bei euch habe, dass ihr tatsächlich so den Schattenanteil der Herzensangelegenheiten anguckt. Das ist das, was hier korrespondiert, wo man sich so ein bisschen getrennt fühlt, nicht gut genug, nicht schön genug, nicht geliebt genug. Und das ist so die Erfahrung, die ihr hier machen könnt, die dann auch Veränderungen mitbringt. Also ich sehe irgendwie einen Kampf, den ihr auch mit euch selber habt, den ihr hier sehr schön löst. Möglicherweise hat ja ein oder andere so ein bisschen Blockaden oder fühlt sich nicht richtig wohl oder denkt, er fährt mit angezogener Handbremse. Es können sich auch so Sachen zeigen, die mit der Vitalität zu tun haben, wo man denkt, oh, ich fühle mich so alt oder ich bin nicht richtig mobil oder fit. Ne? Das hängt einem hier so im Rücken. Auch da sagen die Karten, guck nach vorne, das minimiert sich, mach vielleicht langsamer, weniger. Suche Dinge, die, ja, wie nennt sich das? Die dir etwas erleichtern. Man sieht hier vielleicht auch, der ein oder andere macht sich Gedanken um Menschen aus der Vergangenheit oder um Situationen, die Umwege mitbringen, die mit dem Gegenüber zu tun haben. Wenn du niemand hast, macht sich hier tatsächlich jemanden auf den Weg. Ich sehe für euch Kommunikation, schicksalshafte Kommunikation. Es kann auch sein, dass ihr da mal was aussprecht, was schwieriger ist oder wo einfach damit umgegangen worden ist. Es kann auch das umgegangen werden muss. Es kann auch das Bereinigen von irgendwelchen Situationen sein oder Konflikten, dass man sich ausspricht oder ja, dass man etwas, was man als schwierig empfindet, auch von sich ablassen kann. Die Verbindung zu Freunden ist hier sehr wichtig. Möglicherweise hat man hier auch Arbeitskollegen, die wichtig sind. Es geht um eure Werte im Bereich Beziehung, Freundschaft. Möglicherweise gibt es auch Aussprachen mit erwachsenen Kindern, mit Arbeitskollegen oder auch mit Freunden. Und es ist eine Lösung da, die eine Veränderung mitbringt. Leider geht bei euch die Wunscherfüllungskarte raus.
Und das ist jetzt so, dass es nicht so sehr darum geht, dass ihr Sachen geschenkt kriegt. Man sieht schon, dass man das erarbeitet, aber auch gut. Wir haben so ein bisschen finanzielle Themen. Hier kann sein, dass irgendetwas etwas kostet oder teurer wird als geplant. Das macht aber dem Großen und Ganzen keinen Abbruch. Hier liegt die finanzielle Sicherheit und auch der Zuwachs. Es ist nur zufällig so. Es kann jetzt bei einem Auto was sein, bei einem Gefährt oder bei irgendetwas, was man an Fahrzeugen auch hat. Möglicherweise plant hier jemand einen Urlaub und muss zurücktreten. Sowas alles könnte es sein. So, dann gucken wir noch nach dem Glücksimpuls für euch. Irgendwo ist ein Geschenk auf dem Weg, das habe ich hier gesagt. Und es ist Zeit für kleinere Kurskorrekturen. Das hängt euch hier auch im Rücken. Ne? Sucht euch Wege, die Erleichterung mitbringen, die Alltagssituationen einfacher gestalten können und so weiter. Ihr lieben Stiere, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.